Kaum ein Werkzeug ist so altgedient wie der Pflug, seit Menschengedenken. Aber auch da steht die Entwicklung nicht still, wie man hier bei Lemken sieht. Das Portfolio ist deutlich breiter geworden. Alles für moderne Landwirtschaft. Und wir schauen uns an, wohin die 7. Generation das Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung führt. Nicola Lemken, was bedeutet Landwirtschaft für Sie? Landwirtschaft ist ein moderner Wirtschaftszweig, der sich seiner Tradition durchaus bewusst ist. Der Landwirt produziert qualitativ hochwertige Nahrungsmittel und das gilt es zu wertschätzen. Und die Landtechnik begleitet dies mit einem ungeheuer großen technischen Fortschritt und mit Innovation. Das tun Sie jetzt in der 7. Generation. Wie schwer wiegt Tradition? Tatsächlich ist Lemken jetzt 240 Jahre alt. Ich spüre vor allen Dingen die Verpflichtung, die Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, denn Lemken beschäftigt weltweit 1600 Mitarbeiter und da sind wir verpflichtet, eben das Beste zu liefern. Ihre Branche verändert sich, die Digitalisierung, Globalisierung verändert doch das ganze Bild. Was passiert da gerade? Wie würden Sie das beschreiben? Ich sehe das so ähnlich wie vor 100 Jahren die Elektrifizierung über die Technik gegangen ist. So kommt jetzt die Digitalisierung. Sie soll integriert betrachtet werden als eine Möglichkeit, die Geräte noch besser auszustatten, Vorteile zu generieren durch die Vernetzung, auch als Unternehmen Vorteile zu generieren. Und so ganzheitlich sollte man sie auch betrachten, um davon Nutzen zu haben. Sie haben einiges verändert und viel investiert. Warum? Als Unternehmer weiß man einfach, dass man jedes Jahr investieren muss, um à jour zu bleiben und auf dem neuesten Stand der Technik. Das gilt ja sowohl für die Anlagentechnik und auch für das, was wir dem Kunden bieten. Wir bieten ihm ja auch an, regelmäßig zu investieren, um bessere Technik einzusetzen und davon einen Vorteil zu haben. Stefan Meckmann, wir stehen hier sozusagen im heiligen Zentrum dessen, was künftig aufs Feld kommt. Was passiert hier? Wir sind hier im Kern der Entwicklung von Lemken. Das hier ist die Versuchswerkstatt. Genau hier werden die Geräte, die Maschinen aufgebaut, die dann vielleicht demnächst irgendwann mal dann auch mal in der Serie sieht. Kann man denn den Flug noch neu erfinden? Der Flug ist ein Gerät, das gibt es schon sehr lange, das ist richtig. Die Anforderungen an den Flug ändern sich immer wieder aufs Neue. Wir haben mit größeren Arbeitsbreiten zu tun, wir haben mit mehr Leistung von den Flügen zu tun, sodass wir da doch immer wieder auch Anpassungen vornehmen können und auch neue Technologien, aber auch neue Systeme, die wir mit auf die Geräte bringen. Heute ist es so, der Anwender muss manuell entsprechende Parameter am Gerät verändern. Und ich bin mir sicher, dass mit noch einem wesentlich weiteren Blick in Richtung Arbeitskräftemangel, dass wir dann vielleicht auch über die Automatisierung irgendwann mal über Autonomisierung sprechen können, auch in der Landtechnik. Woran forschen Sie gerade? Also was ist das, woran Sie arbeiten, was künftig auf dem Feld zu sehen sein wird? Also es ist so, dass bislang Arbeitsbreiten immer größer geworden sind, vermutlich auch, damit ein Bediener eine möglichst hohe Flächenleistung erzielen kann. Wenn ich jetzt aber irgendwann in die Richtung komme, dass ich diesen einen Menschen auf der einen Maschine gar nicht mehr brauche, dann ist der Schritt hin zu kleineren Arbeitsbreiten, zu kleineren Maschinen, aber dafür mehr Maschinen nebeneinander auf dem Acker, sogenannte Schwarmtechnologien. Der Schritt wäre dann möglich. Anthony van der Leij, wir haben Ihre Entwicklungsabteilung gesehen. Wie hoch ist Ihr Invest in Innovation? Ich würde sagen, normalerweise ungefähr 5% von unserem Jahresumsatz. Aber es gibt natürlich auch Jahre wie letztes Jahr, da haben wir bis zu 10% ausgegeben. Wir haben letztes Jahr viel investiert in künstliche Intelligenz und Kameratechnologie. Wie sehr verändert die Digitalisierung die Landwirtschaft, Ihr Business? Die ganze Prozesskette. Wir müssen lernen, in Prozesse zu denken und wir werden die Automatisierung, Digitalisierung benutzen, um effizienter zu werden. Wir haben zum Beispiel das Ernährungsthema, 12 Milliarden Menschen in 2100. Wir haben das Thema Ökologie, CO2-Reduzierung, Umwelt. Nur mit Digitalisierung kriegen wir das hin. Sie führen hier am Standort auch ein großes Schulungszentrum. Warum? Der Verkauf von intelligenten Produkten braucht man ein gewisses Know-how. Unsere eigenen Vertriebsmitarbeiter und Servicemitarbeiter, die das auf den Markt bringen, müssen natürlich von A bis Z alles wissen. Die Landwirtschaft wird komplexer, die Maschinen werden komplexer, intelligenter, aber auch gewisserweise bedienerfreundlicher. Schulung ist dafür da, um den Leuten, die draußen an der Praxis für uns die Maschinen reparieren, einsetzen, warten, einfach nahe zu bringen und zu verstehen. Tausende, weltweit 1700 Mitarbeiter haben ihren Sitz hier in Alpen, von hier in alle Welt.
Carlos Kunzmann, wie international ist denn Lemken aus Ihrer Sicht tatsächlich aufgestellt? Wenn man guckt, wo Lemken ist, wo wir Lemken-Produkte verkaufen, das verkaufen wir fast in aller Welt. Seit mehr als 15 Jahren in Chile. Jetzt wollen wir mehr in Südamerika machen. Was ist das Besondere an dem südamerikanischen Markt verglichen zu Europa? Es sind große Betriebe. Zum Beispiel ein Bauer in Deutschland hat ungefähr 50 Hektar, 100 Hektar, aber in Südamerika 3000, 5000 Hektar. Dann natürlich sind große Betriebe und er muss auch in weniger Zeit etwas machen. Anthony von der Leyen, Sie sind global tätig, setzen aber auf Made in Germany. Warum? Deutsche Ingenieure stehen bekannt für gute technische Lösungen. Und das merkt man auch, wenn wir unsere Produkte in Asien verkaufen oder in Nordamerika oder Südamerika. Wenn man sagt, unser Produkt ist made in Deutschland, dann hat das wirklich einen Vorteil. Deutschland und sicher auch Lemken steht für Qualität und Innovation. Und das möchten wir unbedingt behalten. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, weniger Chemie, was die Erwartungshaltung an die Landwirtschaft anbetrifft. Da ist eine Menge Druck auch gerade. Was bedeutet das für Ihr Business? Bei jeder Neuentwicklung, was wir jetzt angehen, denken wir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit oder weniger Chemie auf dem Acker oder weniger CO2-Verbrauch, weniger Stickstoffverbrauch. Das sind alle Themen, die wir mitnehmen. Natürlich muss ich auch sagen, es ist sehr stark Europa fokussiert, aber weltweit ist das Thema Nachhaltigkeit viel weniger. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen über die unehrliche Konkurrenz Europa versus der Rest der Welt. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit etwas auch mit einem langen Atem zu tun. Und da bin ich froh, dass wir ein Familienunternehmen sind und auch investieren können in umweltgerechte Anlagen, die schon mal einen längeren Return haben. Und das schreckt uns nicht ab und da verfolgen wir mit langem Atem diese Zielsetzung. Das ist Nachhaltigkeit und von daher wird es inflationär benutzt, aber für uns hat es wirklich einen Sinn.